In diesem Video nähen wir einen Wärmflaschenbezug, und zwar nicht irgendeinen Wärmflaschenbezug, sondern als Gürtel mit Klettverschluss und damit perfekt für Unterleibsschmerzen, aber auch für Rückenschmerzen. Das Schnittmuster ist super easy und damit ist es ein richtig schönes Projekt für NähanfängerInnen. Außerdem ist der Stoffverbrauch sehr gering und deshalb kannst du da auch deine ganzen Stoffreste aufbrauchen. Ich habe hier zum Beispiel ein paar alte Handtücher verwendet und die klein geschnitten und daraus quasi einen Patchwork-Bezug gemacht. Du kannst ansonsten jeglichen Stoff nehmen, den du noch zu Hause hast. Achte nur darauf, dass er hitzebeständig ist, also am besten aus natürlichen Materialien, zum Beispiel aus Bio-Baumwolle. Für das Video habe ich jetzt hier so einen Jute-Stoff genommen, weil du darauf die Nähte einfach besser erkennen kannst. Ich beginne also, indem ich das Schnittmuster ausschneide bzw. zuschneide, und das geht schon super flott und dann können wir mit dem Nähen beginnen. Das Rückteil, das habe ich zweimal zugeschnitten und die offene Kante, die habe ich einmal mit der Overlock abgenäht und bügle das Ganze jetzt einmal 1 cm nach innen um, also auf die linke Seite, und nähe das Ganze mit einem Geradstich ab. Und damit ist die offene Kante mit einer ganz einfachen Naht versäubert. Als nächstes nehme ich mir den Gürtel und lege die beiden Schnittteile rechts aufeinander, also die schönen Seiten aufeinander. Das habe ich mit der Overlock einmal abgenäht, ringsherum, und die lange Seite bleibt aber offen. Über die lange Seite kannst du das Schnittteil jetzt wenden, beziehungsweise die beiden Schnittteile jetzt wenden, das musst du nämlich zweimal machen. Bügle die beiden Gürtelschnittteile dann erstmal von rechts ordentlich ab und dann kannst du sie von rechts knappkantig absteppen. Du siehst hier, ich habe wirklich ganz knappkantig abgesteppt und die lange Seite bleibt wieder offen. Und so schnell ist das Schnittmuster genäht, denn im nächsten Schritt können wir die Einzelteile jetzt schon zusammenfügen. Dafür nehme ich mir das Vorderteil, die rechte Seite liegt zu mir. Darauf lege ich dann die beiden Gürtelteile, die sind ja sowieso beidseitig auf rechts, und darauf dann die Rückteile, auch rechts auf rechts. Die Knipse im Schnittmuster helfen dir, den Gürtel richtig auf den Vorder- bzw. Rückteilen zu positionieren. Das stecke ich mir als nächstes gut fest. Ich nehme hier Klammern, du kannst aber auch Nadeln nehmen und nähe das jetzt einmal ringsherum mit meiner Overlock ab. Du kannst natürlich auch mit deiner ganz normalen Nähmaschine nähen. Falls du keine Overlock hast, dann würde ich die offenen Kanten aber noch mit einem Zickzackstich abnähen. Jetzt nur noch den Verschluss anbringen. Ich nutze dafür gerne Klettverschluss. Du kannst aber auch zum Beispiel Druckknöpfe nehmen, falls du die noch zu Hause hast. Probier den Gürtel dafür vielleicht noch mal kurz an und am besten legst du auch schon mal eine Wärmflasche rein, die auch mit Wasser befüllt sein sollte, weil das ja auch noch mal Volumen einnimmt, und dann kannst du genau bestimmen, wo du den Klettverschluss befestigen möchtest. Den Klettverschluss kannst du dann einfach mit einem Geradstich ringsherum annähen. Und damit ist dein Wärmegürtel auch schon fertig. Das geht super schnell, oder? Ich hoffe, das Schnittmuster gefällt dir. Falls ja, dann like doch das Video oder abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns sehr bald in einem neuen Video.